Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir den BMW E36, Baujahr 1998, 1,6er Benziner, 75 kW. Bei dem wollen wir einmal die Bremsen vorne machen, wie man das natürlich im Titel lesen konnte. Und ja, Scheiben, Bremsscheiben mit Bremsklötzen. Mindestmaß ist 10,4 mm. Falls ihr euch fragt, ob ihr die bei euch austauschen solltet. Das sind so die Maße für die Scheibe. Und ja, sämtliches Werkzeug, alles verlinkt, das Ganze unten von XXL Automotive mit dem Rabattcode VIDIAWOLF. Könnt ihr euch auch den einen oder anderen Koffer zulegen, um die Bremsen zu wechseln. Zum Beispiel Bremskolbenrücksteller. Unten verlinkt das Ganze, um den Kolben wieder reinzudrücken bzw. reinzudrehen, um das Ganze vernünftig zu wechseln. Ja, und worauf man alles so achten sollte, würde ich euch sehr gerne zeigen und wir würden das Ganze auch einmal zusammen tauschen. Ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man ein vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VIDIAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Wir nehmen einen 6er Imbus. Gucken wir mal, ob wir das Ganze gelöst bekommen. Ja, das wird schwierig. So, wenn wir die abhaben, können wir weitermachen. Dann nehmen wir einmal die komplette Geschichte ab. So, anschließend die Kappen hier ab. Und wir nehmen einen 7er Imbus und schrauben den Bremssattel einmal ab. Und anschließend
So, aufpassen, dass euch die Scheibe nicht auf die Füße fällt. Obwohl, nee, die Gabel muss erst ab. Das Ganze hier ist schon extrem vergammelt. Da war nichts mehr mit Bremsen. So. Das Ganze abmachen. Genauso auch hier. Aber da kann ich hier ruhig hängen, denn der hängt hier auf der Halterung. Der ist jetzt nicht gespannt. Die Schrauben haben wir neu, weil, wie ihr sehen könnt, sind die extrem verrostet. Und um da eine Nuss anzusetzen, müssen wir mal gucken. Und mit einer 17er Nuss können wir die Gabel abschrauben, damit wir die Scheibe runterbekommen. Ja, können wir schon sehen, die ganze Scheiße dreht rund. Das ist schon zu sehr vergammelt. Und natürlich ganz wichtig, diese Fläche von der Radnabe sehr, sehr gut sauber machen, damit die Scheibe vernünftig anliegen kann auf der Radnabe. Das ist ganz, ganz wichtig. Genauso auch die Bremsgabel, da wo die Klötze sitzen. Ihr habt gemerkt, die Klötze konnte man sehr, sehr schlecht abmachen. Und deswegen diese Flächen sehr, sehr gut sauber machen. Das Ganze fetten, das Ganze hier schmieren und die neue Scheibe drauf. Als nächstes nehmen wir einmal den Bremssattel. Wichtig, hier darauf zu achten, dass die Manschette von dem Kolben vollkommen in Ordnung ist. Auch mal hochheben und reingucken. Und dann den Kolben einmal zurückdrücken. So, und dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass der Kolben wirklich leicht sich zurückdrehen lässt. Und nicht, dass ihr viel Kraft aufwenden müsst, weil das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn ihr viel Kraft aufwenden müsst, dann stimmt irgendwas mit dem Kolben nicht. Entweder hier drinnen das Ganze oxidiert, Manschette vielleicht irgendwo hier hinten kaputt, wo ihr das jetzt nicht sehen konntet. Kolben oxidiert. Ihr müsst das Ganze wirklich leicht zurückdrehen, denn wenn ihr den mit Gewalt zurückdreht, bringt euch das Ganze nämlich nichts. Ihr drückt ein paar Mal auf die Bremse und die Klötze sitzen dann fest und dann quietscht das Ganze oder das Ganze verschleißt halt schneller oder ja, bremst irgendwann vielleicht gar nicht. Also das Ganze zurückgedreht und den ganzen Rost hier natürlich auch mit einer Drahtbürste sauber machen, diese Führungsbolzen. Das Ganze schmieren, auch prüfen, dass das Ganze nicht zu sehr oxidiert ist, dass die nicht zu fest sitzen. Und dann können wir das Ganze wieder rückwärts zusammenbauen. So, die Schraube bekommt nicht viele Newtonmeter, 8 bis 10 Newtonmeter, weil sie wird mehr von den Radbolzen festgehalten. Ganze gut sauber machen, schmieren bzw. fetten das Ganze. Und dann können wir das Ganze wieder zusammenbauen.
Klotz hier einmal rein. Den anderen Klotz hier einmal rein. So, die Füllungsbolzen sauber machen und das Ganze auch fetten. So, anschließend die Klammer nicht vergessen. Dann sitzt das Ganze wieder. Dann das Ganze einmal in Fetten. Ja Leute, und so kann das Ganze einmal aussehen und ja, wirklich zu empfehlen. Ihr habt gesehen, die Schrauben extrem verrostet, die kriegt ihr auch im Zubehör. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, unten zu verlinken, aber ja, schafft euch auf jeden Fall sämtliche Schrauben neu an. Und wir haben ja Stoßdämpfer-Video gemacht, da waren die Stoßdämpferschrauben einigermaßen in Ordnung, aber diese Bremssattelträgerschrauben, die waren schon echt verrostet. Deswegen schreibt bitte alles unten in die Kommentare. Und ja, 1998 halt, ne? Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Deswegen, besonders, wir hatten ja auch noch den Golf 4, da haben wir auch sämtliche Schrauben neu gemacht. Schadet nicht, deswegen. Alles weitere zu dem Thema Bremsen könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!